schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid und euch für das Thema interessiert. Freut mich natürlich ganz besonders. Wer sind wir? Wir sind aus Backnang. Wir haben aus rein steuerlichen Gründen 2 Betriebe, wie es auf der Präsentation steht. Ich bin der Andreas Müller. Ihr könnt einfach auch Andreas sagen. Und jetzt können wir gleich nächste Folie machen. Frau Munder war wegen einem anderen Projekt eigentlich bei uns, oder haben wir Kontakt geknüpft und dann haben wir festgestellt, dass wir auch einiges machen, wo noch in das Projekt reinpasst. Und so kam es zu dem heutigen Vortrag. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Wir haben 2016 irgendwie schwierige Phase gehabt. Wir haben schon immer Metzgervermarktung gehabt und ich habe dann gerade auch einen Buskurs belegt von Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee und habe mir dann halt Gedanken gemacht, okay, wir haben halt ein Einheitsprodukt, verkaufen zwar das an Metzger, aber haben irgendwie kein Alleinstellungsmerkmal. Und so sind wir eigentlich drauf gekommen, dass man das wieder braucht, vor allem auch für unsere Metzger, weil die auch immer wieder gefragt haben, was bei euch sei anders wie bei anderen. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Wir haben einen relativ neuen Maststall. Der war erst 6 Jahre alt, wollte da nicht gerade wieder investieren, aber das Thema mit diesem Übersee so ja schon immer thematisch ein bisschen kritisch begleitet und es hat sich dann bei uns ergeben, dass 5 Kilometer weg ein Kollege Toastanlage für Soja gebaut hat. Und natürlich der Soja ist im Großen und Ganzen wesentlich teurer, wenn man den heimisch produziert. Wir haben hier in Backnang auch, sage ich mal, Weinbau-Randgebiet, da kann man Soja auch anbauen. Wir haben nicht genug Fläche, dass wir alles selber anbauen können, aber bei uns sind viele Kollegen, die keine Tierhaltung haben, sowieso, sage ich mal, 4gliedrige Fruchtfolge und greifen da halt übers FACT-Programm die 5gliedrige Fruchtfolge ab und nutzen das Soja da als Leguminose-Komponente, weil sie da halt auch eine sichere Abnahme letztendlich haben und das dann vom Ertrag her fast die konstanteste Kultur ist, wenn man jetzt mal von so Dauerleguminose wie Luzerne oder Klee einfach absieht. Genau. Wir haben dann trotzdem, weil das Soja so teuer ist, schon mit allem Möglichen rumprobiert. Wir haben Erbsen probiert, Ackerbohnen, Lupine nicht. Gibt es aber auch als Eiweißkomponente natürlich und sind dann wir waren 2018 bis 2020 im deutschlandweiten Projekt, das hat MOD Tierschutz geheißen, da ging es um den Langschwanz. Also quasi um den Ringelschwanz bei Schweine und sind da auf die Luzerne gestoßen und haben da alles Mögliche ausprobiert, das werde ich nachher noch berichten. Genau, jetzt haben wir das mal so zusammengestellt, was wir alles an heimische Leguminose haben. Jetzt möchte ich aus unserer Erfahrung mal ein bisschen aufzählen, welche, Frau Munder, machen wir euch weiter, welche Vor- und Nachteile die jeweilige heimische Leguminose haben. Erbse ist ertraglich interessant, die ist meistens vom Ertrag her die höchste, ist auch gut Fruchtfolge, verfütterbar ohne Aufbereitung ist sie auch. Allerdings haben wir mal einen Versuch für kleine Ferkel gemacht, da haben wir die Erbse getoastet. Also das ist quasi wie Keks für die Ferkel. Das lieben die, wenn jemand Erbse hat und irgendwo eine Toastanlage in der Nähe, das kann ich bloß empfehlen. Also das möge die richtig. Nachteil ist, aus unserer Sicht, sehr wenig Eiweiß, das dann zudem auch noch vom Aminosäuremuster nicht auch gut für Schweine passt, also im Verhältnis zu den anderen Leguminosen recht wenig Eiweiß. Oft nur um 20%, wir haben auch Jahre, da in der Erbse nur 18% Eiweiß gehabt. Und ich sage mal so, da hat ein Qualitätsweizen oft ja bloß 4% weniger. Da ist das Aminosäuremuster auch nicht viel schlechter. Was uns dann auch noch gestört hat, das ist uns aber erst im Rahmen der Thematik mit dem Langschwanz aufgefallen, dass die Erbse sehr viel Stärke hat. Und Stärke hat einfach Probleme, wenn es darum geht, den Darm gesund zu erhalten. Zu viel Stärke ist da einfach schwierig, von daher ist auch
der Weizen ein Stück weit in der Fütterung kritisch zu beurteilen. Und von dem her ist bei uns Erbse eigentlich kein Thema mehr. Was dann auch noch ein Thema ist, das ist aber gilt für alle Leguminosen. Wenn es nicht irgendwelche Förderprogramme auf dem Ackerbau gibt, sind die Leguminosen nahezu nie wirtschaftlich im Vergleich zum Weizen. Das ist jetzt ist irgendein Störgeräusch. Also zumindest bei mir. André, kannst du vielleicht mal schauen, ob ich schau mal, wer sein Mikro an hat. Genau. Also das ist insgesamt ein Thema, aber ich erkläre es jetzt einmal, das gilt natürlich für alle Leguminosen, wo da drunter fallen. Wenn man jetzt wie in Baden-Württemberg 5-gliedrige Fruchtfolge hat und da sind 10% Leguminosenanteil vorgeschrieben, und für die 10% kriege ich dann 75 Euro aufs Hektar, auf die Gesamtbetrieb, dann sind es bei 100 Hektar 7.500 Euro, die ich dann auf die 10% auf 10 Hektar verteilen kann. Das sind 750 Euro auf dem Hektar, dann ist es wieder mit nahezu alle Kulturen vergleichbar. Von dem her, also das gilt für alle diese Körnerleguminose, die sind wirtschaftlich halt eher schwierig darstellbar, aber wenn es Förderprogramme gibt, die man da mitnehmen kann, dann sieht es wieder anders aus. Genau, machen wir das nächste. Ackerbohne hat der höchste Vorfruchtwert eigentlich von den Leguminosen, ist gut verfütterbar. Muss man halt beim Schwein darauf achten, dass tanninfreie Sorten sind. Und gerade diese tanninfreie Sorten sind ertraglich halt auch die schwächste, muss man sagen. Das Eiweiß passt für die Schweine relativ gut, ist auch mit 27% bis 30% haben wir da auch mal gehabt, einfach deutlich höher wie bei der Erbse. Da ist auch die Nachteile betriebsindividuelle Wirtschaftlichkeit und wir haben bei der Ackerbohne sehr stark schwankende Erträge gehabt. Wenn die 4 Jahre anbaut und haben einmal 6 Tonnen gehabt, da hat man eigentlich gar nichts zutraut und in anderen Jahren, wo wir sehr wunderschöne Bestände da gestanden sind, haben sie nachher bloß 3 Tonnen gehabt.